Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee. Ich bin Kerstin. Und heute malen wir das zweite Video der Serie Merlin. Merlin, der konnte zwischen den Welten wechseln und war auch im Wald sowohl wie an den Fürstenhöfen zu Hause. Und heute nehme ich euch mit in den Wald La Brocéliande, vielleicht in seine kleine Hütte, wo er dann verweilte, wenn er nicht an den Fürstenhöfen bei Artus war. Den Elastip, mit dem ich das meiste hier male, den ich selber entwickelt habe, bekommt ihr in meinem Shop unter www.elladefee.com. Ihr seht, wie ich hier ganz langsam die Nadelbäume anlege auf einem feuchten Untergrund. In diesem Video werde ich euch das ganze Bild Step by Step zeigen, aber ein bisschen beschleunigt natürlich. Hier jetzt am Anfang die einzelnen Techniken ganz genau. Für die Nadelbäume haltet ihr den Pinsel im rechten Winkel zum Blatt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Um gelbes Laub in Bäume zu malen, vor den dunklen Himmel oder einen dunklen Stamm, das ist ganz leicht. Da nehmt ihr einfach den Aquarell-Naturschwamm. Mit der Auswaschtechnik könnt ihr helle Stellen auswaschen und dann mit einem goldenen Gelb und dem Naturschwamm das Laub vor die Bäume, in die Bäume tupfen, vor den blauen Himmel, sodass es leuchtend klar wird, nicht schmutzig, sondern eben wirklich gelb. Ihr könnt auch ein Rot hineinmischen und hier vorne jetzt die Kratztechnik, da verwende ich eine alte Plastikkarte und kratze in die noch feuchte Farbe hinein. Nicht nass, sondern feucht. Die Wellen hier rechts, die male ich, indem ich eine kleine Lemniskate in der Luft ziehe und immer die Schnittstelle sozusagen ins Wasser male. Bei der Schnittstelle berühre ich das Papier. Nun noch kurz mit euch in eine stimmungsvolle Landschaft, hier in den Bergen, vielleicht La Brocéliande. Und es ist Spätsommer, es duftet herrlich nach Moos, nach Heidekraut. Wenn ich in die Ferne schaue, sind die Weiten fast unendlich, scheinen die Hügel kein Ende zu nehmen. Und in kleinen Hütten kann man natürlich auch die Nächte verbringen. Am Abend wird es empfindlich kalt und die Morgen, die sind klar und schön. Nun beginnen wir mit dem Anfeuchten des Blattes, ganz regelmäßig mit dem Elastip, dass wirklich jedes Fleckchen des Papiers gut angefeuchtet ist. Wenn ihr den Elastip nicht besitzt, könnt ihr auch einen Aquarell-Naturschwamm verwenden. Es soll wirklich regelmäßig feucht sein. Und dann starten wir von oben mit einem Heliocyanin-Blau. Gemischt mit einem Peinesgrau-bläulich und ein bisschen ein Gelb hinein, dass es ein zartes, also eine zarte grüne Tönung bekommt, ganz, ganz zart ins Grünliche geht. In den oberen Ecken rechts und links soll es recht dunkel sein schon und gegen unten hin könnt ihr das Ganze verblenden. Das geht ganz leicht, einfach den Pinsel auswaschen, abtupfen und die Farbe ins Weiß übergehen lassen. Immer wieder für diese Grüntöne hier das Gelb, das Heliocyanin-Blau und das Peinesgrau-bläulich mischen. In den noch feuchten Untergrund hinein tupfen wir mit dem Elastip die Nadelbäume in der Ferne, wirklich weit in der Ferne. Gegen unten hin verblenden wir. Von unten in der Mitte kommen wir mit einem Heliocyanin-Blau, das ist sozusagen die Spiegelung des Himmels. Von unten her und von rechts und links malen wir mit derselben Grünfärbung, die wir oben haben, das Wasser. In der unteren Hälfte
kommt jetzt ein Riedgras dazu in einem goldenen Gelb, also Cadmium-Orange hell gemischt mit einem Zinnoberrot. Wir können es auch ein bisschen ins Wasser hinein spiegeln lassen und letztendlich wird es nach hinten hochgezogen, fast bis zum Waldrand. Das werdet ihr dann sehen im Laufe des Videos. Also vorne wirklich schön dieses Riedgras. Nun lassen wir das Ganze trocknen und malen dann die Nadelbäume, wie ihr das im Vorspann gesehen habt. Mit einem härteren Papier können wir eine Stelle weiß halten, da kommt dann das Häuschen hin und malen darüber die Nadelbäume. In derselben Technik, die ich im Vorspann gezeigt habe. Hier ist der Wald jetzt schon sehr dunkel um dieses kleine Häuschen herum. Dieser Wald Brocéliande, das ist ein verwunschener, mystischer Wald. Die Leute haben manchmal sich ein bisschen gefürchtet auch, weil darin Dinge passiert sind, scheinbar sagenumwobene Dinge, die man sich nicht wirklich erklären konnte. Und ja, es ist ein sehr schöner, mystisch geheimnisvoller Wald. Den hinteren Wald in der Ferne, den ziehen wir jetzt ein bisschen hinunter und verbinden ihn mit dem Riedgras von vorne. Also in diesem Grünblau ein bisschen diese Zwischenebene grundieren und auch von vorne es ein bisschen nach hinten ziehen. Um das Häuschen herum schauen wir, dass es recht dunkel bleibt. Ihr seht, ich habe jetzt versucht, beim Häuschen es sehr dunkel zu machen, da ist es schattiger, geheimnisvoll, vielleicht ein bisschen düster und nach hinten hin wird es freundlich und hell. Auch das Riedgras bringt diesen goldenen Leuchteffekt ins Bild, also die Kombination zwischen diesem Orange und Grünblau, wieder diese Komplementärfarbe, die ihr schon vielfach kennt von mir. Also ich schaue immer, dass in den Bildern Komplementärfarben vorkommen, entweder für eine Dissonanz oder aber die Harmonie, je nach Größe der Farbflächen. Wichtig zu sagen ist auch immer Farben, das ist, also malen ist nicht zeichnen. Ich male hier wirklich Farbflächen und aus dieser lebendigen Fläche heraus entstehen Linien, entstehen Strukturen in meinem Bild. Erst ganz zum Schluss, wenn oder falls ich mit einem Buntstift dann noch über einzelne Stellen gehe, da ist es wirklich dann dieses zeichnerische Element. Hier kurz eingeblendet wegen meinem Pinsel, den Elastip, mit dem ich hier bis jetzt alles gemalt habe. Den findet ihr in meinem Shop unter www.elladefee.com. Mit einem Cadmium Orange hell unten dieses Riedgras weiter strukturieren und mit dem Grünton teilweise auch ein bisschen schattieren. Alles mit diesen feinen vorderen Härchen des Elastips. Für diesen Bereich nicht zu viel drücken, also wirklich diese feinen Härchen arbeiten lassen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zinnoberrot hineingemischt, sodass ich ein warmes Orange bekommen habe hier im vorderen Bereich. Manchmal tupfe ich auch diese feinen Samenträger im oberen Bereich des Riedgrases. Da sind doch so verknotete, härtere Stellen, dunkler teilweise auch, jedenfalls sichtbar. Und da könnt ihr manchmal auch einfach so fein tupfen, dass ihr ja diese kleinen Tupfen wie als Struktur darinnen habt. Nun habe ich das Ganze trocknen lassen und teilweise auch so ein bisschen Lichtpunkte mit der Auswaschtechnik hineingegeben. Nun wasche ich das Häuschen aus, also da, wo Flecken entstanden sind und auch es mir zu blau war, da helle ich es jetzt auf mit der Auswaschtechnik und grundiere es dann mit einem hellen Gelb und dem Cadmium Orange hell. Einfach das ganze Häuschen grundieren, ein bisschen aufhellen, trocknen lassen, um dann mit dem mittleren Detailpinsel, da könnt ihr unterschiedliche
Pinsel verwenden. Das sind einfach kleine Rundpinsel, etwa die Nummer 3 oder die Nummer 4. Ich verwende sehr gerne die von Da Vinci und mit denen könnt ihr jetzt hier die Bäume ins Bild ziehen. Von unten bis oben über die Bildkante hinaus. Und ja, einfach in diesem dunklen Grünton und mit einem feinen Schriftenpinsel oder demselben Colineo von Da Vinci Nummer 3, den ich hier verwende, nach rechts und links die Äste ziehen und noch weitere Bäume daneben setzen. Mir ist es jetzt ein bisschen zu langsam gegangen und ich habe jetzt hier einen mittleren Rundpinsel, auch von Da Vinci, einen Casaneo Nummer 8. Wieder nach rechts und links Äste ziehen. Von diesem größeren Baum ziehe ich jetzt mit dem Colineo auch ein bisschen größere Äste, breitere Äste hinein. Und ganz wichtig, nach unten hin, am idealsten, solange die Baumstämme noch feucht sind im unteren Bereich, sie nach unten hin verbinden. Hier setze ich sie auf eine kleine vorliegende Insel. Oben kann ich jetzt noch mal drüber gehen, so ein bisschen aufhellen an einzelnen Stellen. So bekomme ich Struktur in meine Baumrinden. Ja, nun nimmt das Bild so langsam Gestalt an. Das merkt ihr, immer mehr Form bekommt mein Bild. Ich mische hier jetzt aus einem Goldocker, aus einem Peinesgrau, bläulich und ein bisschen gelb diese Hausholzfassade und das Dach und grundiere mein Häuschen, also so, dass es schon ein bisschen mehr Struktur bekommt. Also es sollen auch Fenster entstehen, die ich einfach auslasse sozusagen, also in der Negativgeschichte das arbeite. Ich habe ja eben deswegen extra den Hintergrund in einem Gelbton grundiert, sodass ich jetzt das Licht im Haus andeuten kann. Durch dieses Fenster, durch die Fenster kommt ein freundliches Licht nach außen, im Innern brennt wahrscheinlich ein Feuer und vielleicht sitzt Merlin beim Tisch und liest in seinem dicken Buch oder aber er plaudert mit seinem Wolf und seiner Eule, die im Winter gerne bei ihm im Häuschen Schutz gesucht haben und ein bisschen am warmen Feuer haben sitzen dürfen. Ihr seht, über diesem Hell kann ich auch, indem ich nicht allzu dunkel die Wand male, sondern sie noch mal ein bisschen von der Farbe weghole, kann ich die vordere Front durchlässiger gestalten, sodass sie wie strukturierter ausschaut und die Front rechts nach hinten, dieses Hausseite, die ist sehr dunkel. Nun lasse ich das Häuschen trocknen und währenddessen kann ich die Bäume betupfen mit Laub, wie ihr das im Vorspann ganz genau gesehen habt. Hier jetzt auf das Hausdach den kleinen Kamin setzen, einfach mit derselben dunklen Fassadenfarbe und dann mit der Auswaschtechnik und einem Schrubberpinsel einfach Rauch in den Himmel malen. Die Auswaschtechnik funktioniert folgendermaßen. Ihr verwendet einen Schrubberpinsel und klares Wasser, löst ein bisschen von der gemalten Farbe an und tupft mit einem sauberen Taschentuch die Farbe vom Bild. Nun kommen weitere große Bäume. Das Häuschen wird immer mehr verborgen im Hintergrund und das ist auch schön so wird es ein bisschen eingebettet. Von hinten ist es der Wald, von vorne der Weiher oder der See und zudem steht dieses kleine Häuschen mitten zwischen hohen Nadelbäumen oder Laubbäumen. Jedenfalls zwischen hohen Bäumen, sofort wieder nach unten hin einbetten und auch hier eine kleine Insel, einen Inselbereich oder einen Landzungenbereich mehr im Vordergrund gestalten. Auch diese Bäume haben nach rechts und links Äste, die könnt ihr einfach flott ins Bild ziehen. Am idealsten ist es natürlich, solange die Baumstämme noch ein bisschen angefeuchtet sind. Wenn sich das nicht ausgeht, dann einfach danach. Ja, hier rechts tupfe ich jetzt noch einmal drüber mit einem goldenen Gelb,
mit einem Cadmium-Orange hell und auch ein bisschen mit einem Zitronengelb, sodass einfach dieses Laub, dieses Herbstlaub leuchtet. Auf der linken Seite mache ich dasselbe, aber ohne vorher die hellen Stellen auszuwaschen, weil die linke Gruppe ist ein bisschen weiter zurückversetzt. Die rechte Baumgruppe ist ja ganz vorne bei mir sozusagen. Also das darf, eine kleine Farbnuance darf darin vorkommen. Ist sogar gut und wichtig, dass es das tut. Im Weiteren verwende ich sehr oft ein Titangelb. Das ist so ein ganz, ganz helles, leicht deckendes Gelb und da kann ich einiges hineintupfen. Ja, nun haben wir den Vordergrund, also den Weiher, grundiert. Wir haben die Schatten ein bisschen hineingezogen von den Bäumen und den Inseln oder ziehen sie noch hinein, wie hier auf der rechten Seite, jetzt ihr das so genau beobachten könnt. Dann lassen wir es trocknen und kratzen die Steine in unsere Inselbereiche. Hier auf der rechten Seite könnt ihr zuschauen, wie ich die kleinen Wellen male, wie im Vorspann schon gezeigt, genauso wie die Steine, die sind auch im Vorspann genau gezeigt worden, wie ich das mache. Und hier diese kleinen Wellen, da male ich kleine Lemniskarten in die Luft und immer der Kreuzpunkt berührt das Wasser. So entsteht hier so ein leicht angerautes Wasser. Mit einem Titangelb spritze ich jetzt hinein in die leise Feuchtigkeit und auch noch hier über den ganzen Bereich meines Riedgrases. Das habe ich im Übrigen weit nach hinten gezogen und bin immer mal wieder, habe ich da drüber getupft, sodass es jetzt wirklich eine Fläche geworden ist. Hier hole ich jetzt noch Lichtreflexe heraus mit der Auswaschtechnik, aber Achtung, zuvor müsst ihr warten, bis wirklich alles ganz, ganz gut trocken ist, sonst funktioniert das nicht. Also wirklich warten, bis alles schön eingetrocknet ist von der Farbe und erst dann diese hellen Stellen auswaschen. Sonst kann es passieren, dass ihr feuchte Stellen wegtupft, die ihr aber lieber auf dem Bild belassen würdet. Wenn alles gut trocken ist, nehmt ihr einen weißen und einen schwarzen Buntstift, ich verwende die von Faber-Castell, und damit könnt ihr einzelne Stellen, die ihr aufhellen möchtet, aufhellen, und ihr könnt aber auch mit dem schwarzen Buntstift Strukturen dort hineinbringen oder schattige Stellen abdunkeln. Wenn ihr das Gefühl habt, an verschiedenen Orten, Stellen in eurem Bild, ist die Struktur zu wenig klar oder ist der Schatten zu wenig dunkel. Zum Schluss signiert ihr das Bild und ich möchte mich jetzt einfach ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier dabei gewesen seid. Ihr habt gemerkt, ich stelle jetzt immer unter der Woche kleine Videos zur Technik hinein, also wo ich wirklich sehr viel Technik hineinpacke, einfache Videos für Anfänger. Und am Freitag kommt ein Genussvideo zum Thema Merlin aus der Serie Merlin, was auch ein bisschen länger dauert, was auch ein bisschen anspruchsvoller ist. Die mich schon lange kennen, wissen es bestimmt zu schätzen, ein bisschen mehr einzutauchen in ein Bild, ein bisschen mehr rundherum auch Information und Stimmungsbilder zu bekommen. Wen das nicht interessiert, erwartet einfach auf die Bilder, die ich unter der Woche einstelle, auf die kleinen Technikvideos, wo ihr wirklich einfach viel davon bekommt, wie baue ich was auf, wie starte ich ein Bild, wie kratze ich, wie schabe ich, wie hole ich wieder weg, wie strukturiere ich und so weiter. Wie gesagt, ich wünsche euch eine ganz wunderschöne Herbstwoche und freue mich auf weitere Bilder mit euch. Alles Gute und bis bald. Tschüss.